Das ist ja dein erstes Album, Richtig. was du rausgebracht hast. Und das hier ist dein aktuelles Ja. Album. Von hier bis unendlich zu Rausch. Da Ja. liegen einfach 15 Jahre dazwischen. Wenn du dir alleine die Cover anguckst, was ist da für dich für eine Entwicklung auch dahinter? Also ich glaube, man sieht es ja optisch auch schon sehr gut. Also die Haare sind auf jeden Fall definitiv ganz ja, anders. ja. Ne? Es ist verrückt, weil ich eigentlich finde, dass ich hier, da war ich 21 oder 22. Ja. Und ich finde, ich sehe hier wesentlich älter aus, als ich damals eigentlich sonst gewirkt habe. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin in die Radiostation gegangen und hatte diese CD in den Händen und habe mich halt vorgestellt, das ist mein erstes Album. Und alle waren echt, ich möchte schon fast sagen, schockiert. Wieso? Weil ich so anders aussah, weil ich so viel jünger aussah in echt als auf Ja. diesem Cover. Und das geht mir prinzipiell oft so, dass auf Fotos wirkt man einfach oder Fernsehauftritte, wenn man natürlich dann zurechtgemacht Ja. ist, dann wirkt man ja auch immer ein bisschen erwachsener, Das ist reifer. so. und Eigentlich so, ne? sind wir sehen schon 10 Jahre jünger aus normalerweise. Eben. Wenn Das Sie ist- sehen würden, wie wir normalerweise Ja, aussehen. absolut. Das ist ja eigentlich ein Vorteil für uns, weil wir können dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach das Make-up reduzieren und dann sieht man auch einfach wieder Frisch frischer und aus. jung. Ja. Und jetzt haben wir hier schon unseren nächsten Act. Wir kommen dann gleich zum Schlager mit Helene Fischer, ein Newcomerin im Schlagergeschäft, die sich mal uns ganz kurz vorstellt. Ja, ich bin Helene Fischer, bin 21 Jahre alt, habe hier heute die Freude, und zwar im Koselitz hier auf dem Markt zu singen zu dürfen. Und wird mein längster Auftritt, denn ich habe noch nie 45 Minuten so am Stück gemacht. Ja, ich freue mich, ich bin gespannt, wie es läuft. Und, ja. Du hast die sogenannenten Klinken geputzt. wenn Ja, wir ehrlich ja, sind, definitiv, Ne? ja. Und du hast da wirklich auch sehr viel Gas gegeben, was das anbetrifft. Also ich habe die berühmte Ochsentour gemacht und bin auf ganz vielen Festivals und Festival kann man da wirklich nicht sagen, Ja. Veranstaltungen aufgetreten und habe da mir das Publikum auch erkämpfen und erspielen müssen. Also das war nicht von vornherein so, dass da mir jeder schon zugejubelt hat, sondern das kleine Ding da oben musste sich erstmal beweisen. Und das habe ich dann manchmal auch gespürt oder habe vielleicht es auch selber nur so wahrgenommen, aber ich hatte schon das Gefühl, ich muss die jetzt von mir überzeugen und hatte da aber auch keinen Masterplan, sondern ich habe mich einfach so gegeben, wie ich bin. Der Auftritt in Koselitz beginnt mit dem Titelsong ihres Debütalbums Von hier bis unendlich. Es wär besser für uns beide, wenn wir uns nicht mehr sehen. Denn dass das so tief geht, hab ich nicht kommen sehen. Hast du das alleine gemacht? Bist du da alleine im Auto und dann losgefahren oder wie war das? Genau, so mit unserem eigenen Privatwagen Ja. und bin dann von Veranstaltung zu Veranstaltung gefahren. Teilweise hatte ich auch 2, 3 Auftritte am Tag. Oh. Die gingen ja dann da. Ich glaube, maximal war ich dann immer so eine halbe Stunde oder Stunde auf der Bühne. Bin dann immer weitergefahren, hatte meine Demobänder im Gepäck und ein paar Autogrammkarten. Die gab es natürlich da schon. Und habe alles selber verteilt. Und dann habe ich immer geguckt, oh, jetzt muss ich aber langsam los. Und bin dann wieder ins Auto gestiegen. Ich war oft alleine, aber es hat mich auch mal haben mich meine Eltern begleitet oder ein Freund oder so. Aber das war eher die Ausnahme. Ich habe schon viel auch alleine gemacht, was mir auch nichts ausgemacht hat. Und ich habe einfach da auch super viel Energie gehabt und habe die auch gerne reingesteckt. Wir bis unendlich zu den Sternen der Nacht. Wir wollten noch fliegen, sind am Boden erwacht. Die ist nicht von jetzt auf nachher Superstar gewesen, sondern hat sich das erarbeitet. Sie hat halt einfach mit 2 Lampen und einem Mikrofon in irgendeinem Festzelt irgendwo auf dem Land ihre Frau gestanden und hat sich da durchgemogelt. Das ist deine Basis. Wenn du weißt, ey, ich muss erst mal vor Leuten performen, die mich nicht kennen, die meine Songs nicht kennen, die auch eigentlich gar nicht wegen mir da sind. Und ich muss jetzt irgendwie denen einen schönen Abend bereiten. Ne? Und die wollten eigentlich nur eine Pommes essen. Wo sind die Hände? Ist es nur so weit gekommen? Zurück im Tonstudio in Bayern. Helene arbeitet an der finalen Fassung ihres Songs Wann wachen wir auf? Und wir haben jetzt am zweiten Vers, das ist auch nicht auf Beat, ne?
Weil das war nämlich Das haben wir geändert. Legen wir gemeinsam Genau. los. noch im gleichen Doch wir treiben auseinander, finden keinen Anker, schwimmen leise mit dem Strom. Also wenn ich vorne jetzt alles tiefer mache, finde ich, kann man hier schon ausbrechen. Du wolltest hier noch anders singen halt nur, ne? Weil haben wir... Endet nur das falsche Licht. Das war dir zu sehr Fokus auf das... Aber eigentlich auch gut, Das ne? falsche Licht, Augen auf. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Ja, mach doch mal. ich höre, dass ich danach denke, dass ich hochgehen muss. Aber Ach so, es wird meinst du? Ja, ist die Frage. Beendet nur das falsche Licht. Das falsche Ich glaube, das müsste ich schon Das falsche Ja. Licht. mitnehmen. Und das habe ich da. Ja. Wenn nicht, dann haben wir das ja. Und Ja, ja, das ist klar. ja auch schon gut. Und wir haben auch die tiefere Version. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht doch noch ein bisschen mich einsinge, bevor Ja, mach wir doch jetzt. ruhig. Weil sonst. Immer Ja. gut. Ja, ne? Mhm. So 5 Minuten halt noch, ne? So. Ja, machen wir. 5 bis 10. Sie hat so ihre Einsingen-Rituale, ihre Übungen. Also macht das wirklich sehr, sehr gewissenhaft und sehr konzentriert. Und vor jeder Recording-Session nimmt sie sich ihre Zeit, zieht sich zurück und macht so Stimmenübungen, um einfach erstmal so die Stimme auf ein gewisses Level zu bringen, dass dann irgendwie Songs wie dieser hier, die dann sehr die Stimme beanspruchen mit sehr viel Power, dass sie das auch dann irgendwie so abliefern kann. Das geht ja nicht sofort nach dem Aufstehen, dass man ins Studio geht und dann irgendwie auf dem Level, auf dem sie singt, halt irgendwie sowas abrufen kann. Zweite Strophe, Fast, ne? dass ich das abnehme, merke ich gerade. Ach so, Ja, das ich glaube, das wäre gut. Naja. Dein Metal-Armband. Nee, das wird sonst, wenn ich mich bewege oder so, dann. Naja, Okay. gut. Zweite Strophe. Ja. Wann legen wir gemeinsam los? Wir sitzen doch im gleichen Boot. Doch wir treiben. Das ist cool. Mega. Ich muss das Sitzen noch ein bisschen. Sitzen da kann noch knarrt ein sich Tick. immer so rein. Ich glaube, du brauchst noch einen mit ein bisschen Sitzen. mehr. Das ist mehr Ton. Ton. Ja, genau. Okay. Als ich die Songs gestern alle so nacheinander gehört habe, habe ich gemerkt, dass die eine Zeile, die wir aufgenommen hatten, irgendwie zu viel will. Und manchmal lohnt es sich dann noch mal eine Nacht drüber zu schlafen oder 2 und dann noch mal ins Studio zu gehen, um da das einfach ein bisschen auszubessern. Weil eigentlich geht es in dem Song um die Emotionen und die Aussagen und nicht um irgendwie Gesangskunst oder so zu zeigen. Wann legen wir gemeinsam los? Wir sitzen doch im. Nochmal. Sitzen. Wenn du so reinatmest und das dann aber der Ton ist, dann ist es Sitz. Das ist auch Ja, ja. ein bisschen hoch für so ein Reinatmen. Wir sitzen. Und da ist es immer die Kunst, was will man eigentlich? Soll das ein perfekter Ton werden oder soll es eigentlich eher das Gefühl werden? Und im besten Fall gelingt es mir, das beides irgendwie zu bedienen. Und da haben wir ein bisschen dran rum. Aber es ist oft so bei meinen, dass wir uns dann doch irgendwie für einen Knarzer irgendwie entscheiden oder irgendwie was raus in der Stimme, weil es irgendwie emotionaler ist und irgendwie einen ein bisschen mehr packt, als statt den perfekten Ton jetzt zu liefern. Den fand ich gut, weil das ist zwar jetzt nicht die Note gesungen, aber das Gefühl ist halt geil, weißt du? Und so arbeiten wir uns von Version immer näher an die finale Version ran. Und ob das dann 5 oder 6 oder auch mal ein One-Take ist, die erste Version ist, das kann man vorher nie wissen. Und Dave kennt mich ja auch mittlerweile schon so gut, dass er weiß, welche Takes mir gefallen könnten und welche nicht. Das ist auch immer sehr hilfreich. Wir sitzen. Wir sitzen doch im gleichen Boot. Doch. Okay. Wie findest du das Sitzen? Das Sitzen ist gut, Ja? aber das Boot ist noch nicht so. Witzigerweise ist es oft so, dass ich eigentlich erst mal Konzerte spielen müsste mit den Songs und dann erst im Studio stehen müsste, weil sie dann so richtig verinnerlicht werden. Aber so ist es nun mal im Prozess eines Albums. Man kann ja nicht zuvor die Konzerte spielen. Also das geht nun mal nicht. Uns blendet nur das falsche Licht, Augen auf. Der war übrigens echt Bombe, ne? Siehst du, manchmal lohnt es sich, noch reinzumachen. Sie hat eine unglaubliche Range und einfach eine ganz klare Emotionalität, die sie in die Songs reinpackt. Und das ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, die haben wir, du. Mega. Okay, glaube ich, haben wir, ja. Ja, ja, cool. Helene, die weiß ganz genau, was sie will.
Das macht Spaß, wenn jemand wirklich eine Vision hat. Und Helene hat eine ganz genaue Vision von allem, was sie macht. Und gleich. Hier gemeiner Verrat. Das sind alles Lügen. Und wie oft wollte ich schon Dampf ablassen und wie oft hat mir das wirklich wehgetan. In nur einem Moment kann sich alles drehen. Wir haben uns schon so lang nach diesem Tag gesehnt. Der Himmel voller Lichter, wir sind mittendrin. Und jeder Schritt bis jetzt macht plötzlich Sinn. Wie oft haben wir gelacht und geweint, nur um hier und jetzt Geschichte zu schreiben. Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt. Jeder Pulsschlag 0 auf 100. Ich denke, dass Helene sich aus einem sehr engen Korsett des Schlagers, wie es damals quasi definiert war, mit bestimmten Songs, bestimmten Themen, dass sie sich da wirklich rausbewegt hat und den Schlager in eine ganz neue Zeit überführt hat. Dabei hat sie eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Genre geschaffen. 0 auf 100, um uns steht die ganze Welt kurz still. Wie ist es denn für dich von 21, 22 bis jetzt? Sind eben genau diese 15 Jahre dazwischen, wenn man vor den Augen der Menschen auch erwachsen wird. Das ist ja bei dir so. Weil gerade die 20er sind ja so eine ganz prägende Zeit, wo eigentlich ganz viel in einem passiert. Das kennt jeder irgendwie von sich. Aber wie ist es, wenn die Leute einfach dabei zugucken? So empfinde ich das auch. Also man konnte mir auch wirklich dabei zusehen, wie ich mich entwickelt habe. Und ja, auch mit all den Fehlern oder mit all diesen, auch mal mit einem Straucheln und mit einem, vielleicht ist das noch nicht so aufgegangen diesmal oder so. Also man hat ja wirklich, man hat das alles miterleben können bei mir. Wobei ich sagen muss, ich hatte trotzdem in all den Jahren so viel Glück und so kann eigentlich nur dankbar zurückblicken auf das, was ich schaffen durfte. Denn so richtige Misserfolge habe ich tatsächlich noch gar nicht erlebt. Oder würde sie vielleicht auch, weil mein Charakter es so nicht zulassen würde, dass ich daran so kaputt gehen würde. Also ich habe mich schon immer versucht, an den positiven und guten Dingen hochzuhangeln und einfach weiter zu lernen und auch mich selbst weiter kennenzulernen. Helene Fischer! Und morgen früh küsse ich dich wach und wünsch mir nur diesen Tag. Ende 2006 nimmt die Karriere der damals 22-Jährigen dann richtig Fahrt auf. Man hat natürlich immer wieder mal neue Leute erlebt. Ich habe ja ganz viel erlebt, die an mir vorbeigeflogen sind. Auf dem Weg nach unten habe ich die wieder gesehen. Und dann tauchte eines Tages eben besagte Helene Fischer auf. Aus Krasnojarsk, glaube ich, habe ich noch angesagt. Und da haben wir natürlich ganz schnell gesehen, oh, das ist aber ein Talent, die wird ihren Weg machen. Und du bist sehen, auch ohne dich wird alles weitergehen. Man hat schon gemerkt, dass Helene auf der Bühne dann sehr, sehr schnell eine wahnsinnige Routine entwickelt. Die Größenordnung, die sie dann erreicht hat, das kann man nicht vorausbringen. Also dass sie der größte Star geworden ist, den es eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg je gegeben hat, trotz Peter Alexander, trotz Katharina Valente. Das muss sich ergeben und es hat sich in ihrem Falle wirklich ergeben. Es hat ja dann 11 Monate gedauert zwischen dem Fernsehauftritt beim Winterfest 2006 bis zu dem Zeitpunkt, als das erste Album in die Charts eingestiegen ist. Als Mitten im Paradies ein Hit wurde, haben wir das mit viel Wein begossen und einem schönen Abendessen und haben uns natürlich tierisch gefreut, weil Charts ist natürlich was Besonderes. Das war ein echtes Highlight. Und wir wollten doch eine Ewigkeit mitten im Paradies. 1000 Träume weit bis zum Rand der Zeit. Mitten im Paradies. Der erste Chart-Einstieg, also ich habe da selber nicht so einen Hype draus gemacht und vielleicht ist es auch die Tatsache oder ist es der Tatsache geschuldet, dass ich sehr viel erstmal für mich verarbeiten musste, weil alles so viel war und so energetisch, deswegen habe ich das gar nicht, es lief so nebenbei. Ah ja, man ist in den Charts, ah toll, gut. So, wo bin ich jetzt nächste Woche? Welche Fernsehsendung gibt's da noch? Herzlich willkommen, Helene Fischer!
Als wir quasi die erste Goldene verliehen haben, für Von hier bis unendlich und für So nah wie du, wusste Helene absolut nichts davon. Wir haben Helene, die auf der Autobahn mit ihrem Manager Uwe Kantak unterwegs war, angehalten, haben das alles in der Live-Show übertragen. Und das schauen wir uns noch mal an, wie du dort reagiert hast. Schau mal. Sie war bei einem Auftritt zusammen mit Uwe. Und es gab aber ein Zeitfenster, wann sie in der Sendung hätte auftreten sollen und eben diese Goldenen überreicht bekommt. Uwe Kantak, der Mann, der seit 5 Stunden bei jeder Raststätte angehalten hat. Er ist extrem langsam gefahren und ich habe mich schon gewundert, weil normalerweise tritt er echt aufs Gas und ist jetzt kein Schleicher. Aber da habe ich gedacht, boah, heute ist irgendwie der Wurm drin. Und es war tatsächlich der Wurm drin. Der hat dann vorgetäuscht, dass er Magen-Darm-Probleme hat und ist quasi auf jedem Parkplatz rausgefahren. Er hat uns vor 1,5 Stunden eine SMS geschickt. Ich möchte sie Ihnen ganz schnell vorlesen. Ich schleiche wie ein Sonntagsfahrer und Helene wird bald wahnsinnig. Noch 73 Kilometer, halte durch. Man hat ihr angemerkt, irgendwie, dass sie völlig überrascht ist und wirklich überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ja, ich bin so wirklich wahnsinnig aufgeregt. Ich glühe und habe total den Stress irgendwie, weil ich nicht weiß, was passiert. Das war mit eines der schönsten Überraschungen, muss ich sagen, weil das einfach mich wirklich kalt erwischt hat. Deine erste CD hat sich allerdings bis zum heutigen Tag über 100.000 Mal verkauft. Und das wusstest du noch nicht. Und darum erhältst du heute Abend hier beim Herbstfest deine erste goldene CD. Schau mal. Die erste goldene. Herzlichen Glückwunsch, Helene Fischer. Die ist deine. Freust du dich? Wie geht es dir? Ich bin total sprachlos. Wie gesagt, ich hätte damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt, wenn ich das so sehe, oh, es ist wunderschön. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich das erst realisieren. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ja, einfach allen, die das hier mir ermöglicht haben. Dankeschön. Dann wollte sie gerade die Bühne verlassen und hieß es, nee, jetzt darfst du aber noch einen Titel machen aus deinem neuen Album und dann das gleiche Spiel wieder. Und nach dem Titel hat sie dann eben auch noch die zweite Goldene überreicht bekommen. Nochmal Gold für dein zweites Album. Wir standen alle hinter der Bühne und haben mit ihr geheult, weil es natürlich in dem Moment auch so der Lohn für unsere gemeinsame Arbeit war. Das ist jetzt wirklich zu viel. Es wird zu viel. Oh Gott. Ich war definitiv ein bisschen überfordert mit der Situation, denn ich habe damit einfach so gar nicht gerechnet. Und dann stand ich da in meinem Kleid und alles war, wie gesagt, perfekt vorbereitet für mich. Jetzt muss ich mich wieder fangen. Also, es ist tatsächlich so, dass es in diesem Jahr wirklich viel passiert ist. Aber also noch mit dem zweiten Album 100.000 Mal, da muss ich wirklich auch noch mal meiner Familie ganz, ganz herzlichen Dankeschön sagen, weil sie mich immer unterstützt haben und vor allem, dass ich so viel Glück in meinem Leben haben darf, dass ich sowas überhaupt hier erleben darf. Ich bin 23 und stehe auf einer wunderschönen Bühne und darf vor einem tollen Publikum singen. Das ist so schön. Danke. Vielen, vielen Dank. Und ich konnte das einfach gar nicht fassen, dass es jetzt schon so weit ist, von diesem Gefühl, okay, man ist in den Charts und man tingelt doch jetzt einfach erstmal und probiert sich aus und man singt dann auf den Veranstaltungen. Aber dass es jetzt schon so weit ist, dass man dafür ausgezeichnet wird und dann nicht einmal, sondern irgendwie dann standen da so mehrere Preise um mich herum. Das war mir irgendwie in dem Moment tatsächlich ein bisschen zu viel. Wenn eine 22-jährige Sängerin in die Top 10 einsteigt mit ihrem zweiten Album, bei ihr war es So nah wie du, und zwar auf Platz 5, da wird man schon ein bisschen aufmerksam. Wenn das Album dann 66 Wochen in den Charts bleibt, dann weiß man, das ist wirklich ernst gemeint und da ist jemand da, um zu bleiben. Schau dir das an, unglaublich. Die preisgekrönte Newcomerin stürmt weiter nach oben. 2007 geht sie auf ihre erste Tour. Das war eine ganz, ganz große Nummer, dass ich auf einer eigens für mich gebauten Bühne stehen darf, plus Liveband. Mein Gott, ich darf da wirklich jetzt die nächsten Monate stehen und ein Publikum unterhalten mit meiner eigenen Musik. Ich konnte, in dem Moment war das wirklich Gänsehaut pur und das war sehr überwältigend für mich. Und wenn ich das heute sehe, denke ich, wow, was daraus geworden ist. Ne? Das war damals für mich, wie gesagt, immens. Fertig.
So, ich bin fertig. Also 2007, diese erste Tour, war natürlich für alle Beteiligten sehr aufregend. Insbesondere natürlich für Helene Fischer, weil das ihre erste Tournee war mit einer Liveband. Wir haben sehr, sehr schnell festgestellt aufgrund der Ticketverkäufe, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben und die richtige Künstlerin ausgewählt haben. Meine Damen und Herren, Helene Fischer. Die Tournee war nahezu ausverkauft, was sicherlich für manche auch überraschend war. Eine Künstlerin, die noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, macht so eine Tournee und die ist ausverkauft. Hab doch Mut zum Gefühl, schau tief in mein Herz, erzähl mir deine Träume. Ich war damals wirklich bei weitem nicht so weit und noch nicht so reif auch einfach, um mich so zu präsentieren, wie ich es heute mit einer Leichtigkeit und mit der Freude einfach mache. Da war man einfach noch so ein bisschen eingeschüchtert von all dem. Auch die Tatsache, vor so vielen Menschen zu stehen und zu singen. Und das Singen ging immer noch für mich und das Performen und so. Das liegt mir einfach im Blut. Aber wenn dann diese Pausen sind und man muss was sagen und was sagt man denn da so dazwischen, ne? Da war ich noch gar nicht so weit, dass ich einfach wusste, wie man das überbrücken kann. Wie unterhalte ich das Publikum? Das war echt eine Reise für mich. Ich meine, ich bin 23 Jahre und habe eigentlich erst vor 2 Jahren so richtig angefangen. Ich wusste nicht, ob sie mich schon kennen oder mögen, ob ich bekannt genug bin oder das alles packe. Aber dann habe ich mich einfach auf mein Gefühl verlassen. Und das hat mir gesagt, riskier's doch einfach. Wie bist du da rangegangen? Hast du dann gedacht, so, ich möchte schon, dass die Leute auch mal vielleicht lachen? Also, weil du bist ja auch ein richtig lustiger Mensch, dass du da mal einen Gag raushaust? Oder was war so deine Idee davon? Also ich habe alles ausprobiert. Und es ist ja auch gut so, dass ich es im kleinen Kreis dann so probiert habe. Ne? So dass es nicht gleich Millionen Publikum irgendwie gesehen und gehört hat. Also da war alles dabei. Ich habe natürlich auch mal einen Gag rausgehauen oder bin auf eine gewisse Situation eingegangen, habe mir vielleicht dann auch mal was Ernstes überlegt oder was könnte man dann, was erzähle ich von mir, wie viel kann ich denn preisgeben, wie viel möchte ich preisgeben, und das sind alles so Erfahrungswerte, die ich wirklich mit den Jahren erst gesammelt habe. Jetzt brauche ich ganz fest Ihre Unterstützung, das heißt, jetzt können Sie alles rauslassen. Ich brauche nämlich gleich ein ganz kräftiges Hey! 1, 2, 3! Hey! Und jetzt wissen Sie natürlich gar nicht, wann Ihr Hey kommt. Also immer, wenn mein Arm nach oben geht, ist Ihr Hey gefragt und ich werde singen La, 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 la. Achtung! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Da hat man das Gefühl gehabt bei Helene eben, dass sie der Zeit voraus war. Sie kam unglaublich fit schon in die Optik der Menschen, in die Optik der Kollegen. Und da war so viel schon da, wo man sagte, wow, die hat schon von den ersten 10 Schritten 6 hinter sich. Die springt gleich in die zweite Liga, dann in die erste Liga und dann Champions League. Man spürte, dass deine Stimme ist, die groß angelegt ist. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Es gibt nie mehr einen Morgen, danach will in den Flammen der Nacht nie wieder frieren. Weiß ich noch, dass ich dachte, wie sieht die eigentlich aus, weil ich die im Radio gehört habe, und habe mir schnell ergoogelt und sah dann so eine wirklich zauberhafte, blonde, aber sehr brave, die mit der Helene von heute nicht mehr so viel zu tun hat. Und gleich. Deine Tournee geht ja durch die größten Arenen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, auch Dänemark. Auf deinen Tourneen hast du dann ja auch immer Songs dabei von anderen Künstlern. Hey. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Man sagt ja so gerne von uns Künstlern, wir sind Träumer. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Ich meine, egal was man im Leben anpackt, es geht doch nichts über die Vorstellung von der Zukunft. Ja, und schon träumt man doch. Man muss nur aufpassen, dass man das Kartenhaus der Träume, was man so langsam für sich aufgebaut hat, dass das nicht in sich zusammenfällt. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie Schlagermusik mit Sehnsüchten spielt.
und wie ein Helene Fischer-Album die perfekte Antwort ist auf das, was sich ganz viele Leute wünschen, die in ihrem Alltag gefangen sind. Ich ging meinen Weg durch die Stille der Nacht und hab dich gefunden. Wir wussten es beide, das wird so viel mehr als ein paar schöne Stunden. Zu dem Zeitpunkt, als Helene Fischer in der Schlagerwelt auftauchte, war diese Welt, glaube ich, so ein bisschen hirntot, kann man sagen. Die hatte sich seit Jahrzehnten nicht mehr weiterentwickelt. Schlager ist ja auch eine Musikrichtung, die im Grunde genommen nur Altbekanntes immer wiederholt und immer nach hinten guckt. Das ist das Gegenteil von innovativer Musik. In dieser Welt kam jetzt Helene Fischer an und hat auf eine ganz erfrischende und extrem gut durchdachte Art sozusagen diese Welt einmal komplett auf links gedreht. Okay. Man hat sofort gemerkt, dass das eigentlich das Wahre ist, was sie machen will. Mit einer Liveband agieren, auf der Bühne agieren, ein unglaublich vielfältiges Programm zu machen. Es war mir einfach wichtig, auch zu tanzen, andere Songs darzubieten, auch englische Songs damit reinzunehmen. Das Schöne ist ja, sie kann alles. Sie hat ja alle Möglichkeiten. Sie ist stilsicher. Sie singt Rock, sie singt Pop, sie singt Punk, sie singt Country. Also sie hat jede Facette drauf und das zeichnet sie eben aus. Singen! Da gab es dann auch schon sowas wie ein Queen-Medley. Also es wurden die Entertainer-Qualitäten von Helene wurden in dem Fall, also in dem Moment wurden die auch sichtbar. Das hätte man so damals überhaupt nicht miteinander verbunden. Also Schlagermusik und dann, warum macht sie denn dann auch noch Queen? Aber in dem Fall hat das damals schon wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe bei meiner allerersten Tournee Queen-Songs gesungen und dann 2014 in meiner eigenen Show. Vorne im Duett mit Adam Lambert, hinten Roger Taylor an den Drums, daneben Brian May. Das war schon, fand ich jetzt schon sehr außergewöhnlicher Moment, diese Kombination jetzt auf einer Bühne gemeinsam zu sehen. Who waits forever anyway? Who waits forever anyway? Das macht einen stolz, wenn man es so weit dann schafft, dass man nicht nur die Songs covert, sondern dass man dann auch irgendwo den Erfolg erreicht hat, dass man eben diese Songs gemeinsam mit dem Star schlechthin singen kann. Ich glaube, jeder hat so einen Moment, wo er auf Helene Fischer aufmerksam geworden ist. Bei mir war das die Helene Fischer Weihnachtsshow. Die Helene Fischer Show bei ZDF, diese 3-Stunden-Show der Superlative, die ist so ähnlich wie ein Stadionkonzert bei ihr. Also das ist unglaublich, was sie leistet. Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Die Weihnachtsshow von Helene Fischer ist die anspruchsvollste Personality-Show, die es so gibt im deutschen Fernsehen, weil sie lädt sich sehr, sehr viele unterschiedliche Gäste ein. Peter Maffay, Eros Ramazzotti, Luis Fonsi. Sie moderiert die Sendung. Sie performt ja auch mit den eingeladenen Gästen. Sie singt mit denen, sie tanzt mit denen. Das heißt also, sie trägt so eine 2-Stunden-Unterhaltung quasi ganz alleine. Backstreet's back, all right. Es war für mich die Krönung, absolut, dass ich da so eine Personality-Show bekommen habe, gefüllt von all den Dingen, die ich liebe, mich da so zeigen zu können. Das war für mich das größte Geschenk überhaupt. Ja, Michael Bolton, der erste internationale Star, mit dem ich überhaupt gearbeitet habe. When we're
Ich genieße es, mit Helene zu singen und freue mich auf ihre Interpretation, egal was wir aufführen. Für mich ist Michael Bolton einer meiner absoluten Lieblingssänger immer schon gewesen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass man nicht mehr die Augen lassen konnte vom Fernseher und dass man diese Show sich angucken musste. Man war die ganze Zeit geflasht, was für riesen Weltsänger mit ihr auf dieser Bühne stehen.